1000 Wattstunden. Es könnten aber auch 1250 sein, die drin sind. Das macht dieses Fahrrad aus. Das heißt Reichweiten von locker mal 200, 250 Kilometer, die ich an einem Tag radeln könnte, wenn ich 10 Stunden lang 25 km/h fahren würde. Das könnte man damit machen, oder? Ja, das könnte man machen. Auf jeden Fall könnte man aber auch das in die 200 Kilometer in unter 10 Stunden schaffen. Könnte man ja, wenn man nicht zu viel Last und Gepäck drauf hat. Dennis, ein Weltenbummler, den ihr vielleicht sogar kennt, fährt genau das Fahrrad, aber in einer anderen Version, muss ich sagen. Das ist jetzt die einigermaßen zivile Version. Man kann die natürlich noch ein bisschen pimpen, dass noch mehr geht, aber 2 Batterien allein schon, das sagt doch, hier kann man auch im Turbo-Modus richtig, ich sag mal, Gas geben, oder? Genau, also hier hast du schon die Variante mit einer guten Kilowattstunde. Da kannst du jetzt ohne Probleme vorwärts gehen mit ordentlich Gepäck. Mit ordentlich Gepäck und Turbomodus bedeutet, ich könnte jetzt auch einen Anhänger dran machen, könnte ein Zelt dran machen, könnte richtig auf Reisen gehen, ein tolles Tourenfahrrad, aber auch ein total geniales Alltagsfahrrad, was ich zum Beispiel nicht so oft laden muss. Wenn ich zum Beispiel Touren mache, nur so 10, 15 Kilometer am Tag, habe aber keine Ladebuchse oder gar keinen Bock zu laden, dann brauche ich das Ding nur alle, was weiß ich, alle 10 Tage mal zu laden. Genau, das ist auch so der Hauptverwendungszweck in der Konfiguration, wie wir es jetzt hier stehen haben. Also wir haben es jetzt mit einer Enviolo-Schaltung, mit einer Kilowattstunde und mit Navi konfiguriert. Das bedeutet, das ist so das perfekte Pendlerrad eigentlich. Pendlerrad, aber es könnte auch eine kleine Reise an der Mosel sein. Wenn ich jetzt hier starte in Kaiserslautern, gibt es hier einen Fluss eigentlich? Ja, die Lauter ist mittlerweile leider größtenteils unterirdisch. Also direkt in Lautern wirst du da nichts finden. Okay, ich habe ja keine Ahnung. Wir sind ja jetzt hier in Kaiserslautern an der Saar zum Beispiel, wo es losgeht. Also eine richtig schöne Tour, die man machen könnte. Ein Pendlerfahrrad. Gibt es Pendler, die mit dem Fahrrad fahren viel? Ja, wir haben viele Leute, die zur Arbeit fahren, außerhalb von Kaiserslautern kommen und fahren dann nicht entweder mit dem Rad oder mit dem Auto oder mit dem Zug, aber viele fahren jetzt immer mittlerweile mehr, auch schon durch den Winter, mit dem Rad. Und die Saar ist ja sowieso von uns nur eine Dreiviertelstunde entfernt. Ne? Riese und Müller. Das Ganze wird zusammengebaut in Deutschland. Hat einen tollen Namen mittlerweile. Die designen alles selber. Das heißt, da wird jetzt nicht in den Baukasten gegriffen bei irgendeinem Chinesen. Nee, das ist ein komplett inhabergeführtes Unternehmen, was in Mühltal bei Darmstadt ist. Die Inhaber sind 2 Maschinenbauingenieure. Ist jetzt eine dritte Geschäftsführung noch mit dabei. Und die machen das ziemlich gut. Die Produktion ist größtenteils in Europa. Also in Portugal werden die Rahmen gebaut und in Deutschland wird das Ganze dann zusammen assembliert. Ne? Assembliert bedeutet, ist das ein Fließband mittlerweile oder ist es ein Mann, der das baut oder eine Frau? Das sind Produktionsstätten, wo die Männer und Frauen dort im Werk quasi ihre Stationen haben. Stationen, okay. Ja. Das kenne ich. Also kein Fließband, wo die Leute drauf sind. Die haben Stationen. Genau. Die Ausstattung, die kann ich ja frei wählen bei Riese und Müller. Und jetzt habt ihr ja was gewählt mit einem ganz zart ist, ne? starken, zart, echt? Ja, also wir haben halt jetzt, also wenn du einen Supercharger oder wie dieser Dennis, dieser Weltenbummler, das Super Delight, da sind wir ja bei 10.500, 11.000 Euro mit Rohloff und mit Vollfederung. Hier haben wir jetzt mal das Supercharger geholt, wo wir dann an knapp die 7.000 Grad reißen, damit man halt auch mal sieht, dass es nicht immer die 5-stellige Beträge sein muss. Also klar kann man hier noch halt hingehen, anstelle 1.000 Wattstunden 1.250 Wattstunden und dann halt noch ein paar andere Gadgets. Aber hier haben wir eigentlich schon mit dem großen Display der Schlosskette mit der Tasche schon relativ viel reingemacht. Okay, fangen wir mal an. Ich habe ja kein Fully. Ich habe ein Hardtail mit allerdings einem Carbonriemen drauf, mit einer Schaltung, die ich inklusive dem Riemen wahrscheinlich die nächsten 10.000 Kilometer nicht servitieren muss. Also da kommt nichts dran, wenn man nicht gerade damals jetzt kaputt fährt. Aber zum Beispiel hier die Kette, dieser Riemen, der bleibt so wie er ist über lange Zeit. Der lenkt sich nicht. Ja, also es muss vielleicht nach ein paar tausend Kilometer irgendwann mal die Spannung nachgestellt werden, aber in der Regel haben wir sowas nicht. Also wir gucken uns in der Werkstatt das an. Hin und wieder gehen wir mit einer Bürste dran, machen den ein bisschen sauber und sprühen den ein, damit der auch gut gepflegt bleibt, ne? Dass der halt nicht irgendwann dann anfängt, an einer gewissen Stelle zu reißen. Aber ansonsten, das sind also Faktor 10, Faktor 15, wo der Riemen halt länger hält. So, die Bremsbeläge, also das ist die Enviolo-Schaltung, die ist geschlossen. Da kann auch kein Schmutz rein. Das ist stufenlos, das heißt, auch wenn dieser Seilzug sich mal lenkt, das macht der Schaltung nichts. Dass der Gang mal nicht reinspringt, das gibt es ja einfach nicht, oder?
Also, nee, der Gang hatten wir jetzt noch nicht gehabt, dass der nicht raus oder reinspringt, sondern einfach nur, dass die Bautenzüge irgendwann mal ein bisschen nach Benutzung halt ein bisschen ausgeleiert sind. Aber das dauert auch ein paar tausend Kilometer. Ein paar tausend Kilometer und kostet auch nicht viel. Die Bremsbeläge, wir können das ja mal zeigen, auch die könnte ich selber wechseln, wenn ich jetzt auf große Tour bin. Da ist eine kleine Schraube drin, man kann sogar von oben drauf gucken und sieht sogar, wie viel da noch drauf ist, oder? Genau, du siehst zumindest mal grob, wie viel Millimeter Belag du noch hast und kannst dann mal gerade schnell checken, ob das noch alles in Ordnung ist oder ob du mal schnell wechseln musst. So, aber wer sich auskennt, auch das Hinterrad ist relativ leicht ausgebaut. Ist das jetzt schwieriger wegen dem Riemen? Ist ein Stück weit schwieriger als bei der Kette, aber letzten Endes wird er einfach ausgehängt und dann ist auch okay. Okay, das heißt, das könnte ich mir zeigen lassen, wenn ich zum Beispiel nach Portugal fahre für ein Jahr, nehme das Fahrrad mit. Ihr habt so Kurse, wie baue ich so ein Hinterrad aus? Genau, das haben wir ganz schnell mal in der Werkstattannahme durchgesprochen, wie das funktioniert. Da brauchst du einen 15er Schlüssel und das war's. Also das können wir gerne zeigen. Kunden, die halt das Rad bei uns kaufen, kriegen ja sowieso ein bisschen mehr erklärt und gezeigt. Und da können wir auch mal zeigen, derjenige, der interessiert ist, dass er das auf einer Reise selber machen kann. Also das ist einfach nur ansprechen bei Ja, uns. geht mir darum, wenn ich dann hier bin und es hat jetzt einer noch nie gesehen, aber das ist für jeden oder für, ich sag mal, jede Werkstatt kein Thema. Riemenantrieb oder gerade der Gates-Riemen, der ist ja bekannt. Genau, also Gates ist ja der Standard schlechthin. Gerade in der CTX-Version, wie er jetzt hier ist, der robusteste Riemen. Also das kennt tatsächlich jeder mittlerweile. So, ich zeig's mal gerade. Also das ist der Riemen. Da vorne muss ja irgendwo der Rahmen auch aufzumachen sein. Das ist hier. Das heißt, der springt da ein bisschen auf oder wie funktioniert das? Du musst den Rahmen gar nicht öffnen und du kannst das Rad nach hinten unten einfach wegnehmen. Wenn der Riemen irgendwann mal jetzt getauscht wird, dann ist er zu öffnen, der Rahmen, oder? Einmal. Nee, auch dann kannst du den einfach einhängen tatsächlich. Also bei dem System, wie es hier verbaut ist, hast du keine Rahmenöffnung, sondern kannst halt wirklich einfach nach hinten das Rad wegnehmen. Cool. So, dann aufladen. Ist zentral an einer Stelle oder muss ich jede Batterie einzeln aufladen? Nee, ist tatsächlich zentral an einer Ladebuchse. Die beiden Batterien laden dann simultan auf. Du kannst natürlich auch einzeln laden, dafür müsstest du es dann rausnehmen. So, zeig mal bitte, oben ist jetzt eine Batterie drin. Bitte mal öffnen. Die ist jetzt fest dran an dem... 6 Ampere Ladegerät, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich, fängt ja bei 2 an und bei 6 Ampere, da geht das Ganze schon richtig schnell vorwärts. Also so ein normaler 500er, 600er Akku, der braucht mit dem 2 Ampere normal schon seine 5-6 Stunden, ist hier nach einer Stunde, anderthalb voll. Das ist natürlich gleich schließen, das heißt, das Schloss passt auf beide Akkus. Das Schloss passt, also der Schlüssel passt auf beide Akkuschlösser. Der Schlüssel. Und auch aufs Rahmenschloss. Das ist bei Riesenmüller immer ganz cool, dass wir da ein System haben, ein Abus-Schließsystem, wo halt alles reinpasst. Alu? Genau, das ist ein Alurahmen, ja. Riesenmüller verbaut ja ausschließlich Alurahmen. Wenn ich das als 45er haben will, geht das bei dem? Das geht auch, nur würde ich dir dann wahrscheinlich zu einer anderen Schaltung raten, weil die Enviolo dafür nicht die beste ist. Okay. So, ich habe es verstanden. Das heißt, hier unten ist noch eine zweite Batterie drin. Auch die mal bitte zeigen, dass Sie die mal gerade sehen. Macht ja Spaß, mal 2 Batterien rauszuholen. Das Gewicht natürlich dementsprechend über 30. Ja, sind wir so knapp bei 30 tatsächlich, also 31 Kilo war, glaube ich, der offizielle Wert. Aber gut, bei einer Kilowattstunde Akkukapazität ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt. Ich glaube, also ich bin ja so eine Zielgruppe, ich fahre viel Turbo, weil es Spaß macht. Und dann sind die Batterien auch schneller leer, muss man ganz klar sagen. Wenn ich jetzt also es immer schön fliegen lasse im Wald mit dem Turbo, hier kann ich auch lange mit dem Turbo fahren. Ne? Ja, klar. Dafür hat man ja die 2 Akkus. Also entweder, wenn man halt lange Strecken fahren will oder wenig laden will oder auch wirklich alles rausnehmen will, was der Motor halt leistet. Ne? Das ist mein Profil. Also ich bin ja offen. Ich sage, ich will Spaß haben. Ich will nicht immer im Eco-Modus fahren, sondern ich will auch mal, ich sag mal, die maximale Unterstützung, will keine Berge spüren, will es im Wald mal ein bisschen fliegen lassen. Kann ich Waldwege damit fahren? Normale Wege? Ja, klar. Also freigegeben sowieso und mit der Bereifung, die es jetzt hat, mit den Johnny Watts Reifen, ohne Probleme, Schotter, Waldweg, da darf es auch ein bisschen gröber werden. So, hier vorne kann man ganz viele Sachen anbringen. Das habe ich schon gelernt bei Riese und Müller. Die Aufnahmen sind direkt da. Da kann man zum Beispiel hier diesen Gepäckträger anbringen. Der würde passen, der da? Genau, der würde passen. Das ist ja alles standardisiert bei Riesenmüller. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich eher den schwarzen nehmen, aber der würde auch passen. Gut, also die Farben kann ich mir noch auswählen. Der Zubehörkatalog bei Riese und Müller ist enorm. Das heißt also, könnte ich einen Gepäckträger haben für Kinder, zum Beispiel hinten?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben hier einen Systemgepäckträger, den Mix-Systemgepäckträger. Dafür bekomme ich natürlich Kindersitze. Wäre auch möglich, am Sattelrohr den Kindersitz zu befestigen. Aber so vorkonfigurierbar hätte ich da jetzt kein Passagierkit, wie ich es jetzt beim Lastenrad hätte. Was ist hier drin in der Tasche? Da haben wir noch die Einsteckkette drin, die zu dem Rahmenschloss gehört. Zeig mal, bitte. Eine Einsteckkette, das heißt, also ich habe ein Rahmenschloss, das ist hier, das da. Das ist schon recht sicher. Ja. So, und dann gibt es eine Kette dazu. Damit kann ich das anschließen. An einem immobilen Gegenstand irgendwo festmachen, also Laterne, Zaun. Und dann stecke ich das rein und kannst dann. Das Coole ist, zeig mal, man kann es, glaube ich, durchstecken. Das ist nämlich interessant. Dadurch ist die Länge fast zweimal so groß und kann es wirklich sehr, sehr weit irgendwo festmachen, zum Beispiel an einer Laterne. Das ist ja bei normalen Bogenschlössern ja nicht so einfach. Da muss ich ja einmal drumherum. Hierbei kann ich. Genau, also hier habe ich wirklich die komplette Reichweite dadurch, dass ich es durchfädeln kann. Wird dann einfach eingesteckt ins Rahmenschloss und dann ist das Rad auch sicher abgeschlossen. Wenn das gestohlen wird, ist das jetzt ausreichend bei der Versicherung, wenn ich das so abschließe? Naja, klar, das ist dann ausreichend für die Versicherung. Also ich glaube, da ist ja bei fast jeder Versicherung ist die Anforderung 50 € soll das Schloss mindestens kosten und das haben wir hier locker erfüllt. Echt, die machen das fest am Kaufpreis? Genau, die sagen halt, ab einem gewissen Preis kann man eine gewisse Qualität erwarten. Kann man davon halten, was man will, aber so ist in der Regel, ist das geregelt. Ist das der Grund, warum die meisten Schlösser 51 € kosten bei euch? Genau. Okay, sehr schön. So, ich zeige es mal. Bosch Performance CX ist drauf. Das Display, wie ist der Name von dem Display nochmal? Das ist das Neon, das ist die Variante von den Bosch-Displays, die autark navigieren kann und auch die meisten Fitnessdaten alles anzeigt. Also quasi das fortschrittlichste, modernste Display. Bluetooth geht? Bluetooth geht auch, mit dem Handy verbinden, dass man dann halt beispielsweise über Komoot sich Strecken anzeigen lassen kann. Funktioniert alles. Fernlicht? Fernlicht haben wir hier tatsächlich auch, genau. Das ist der Knopf hier unterhalb von der Fernbedienung. So, eine Luftfeder? Genau, wieder die Santur Ion, eine sehr gute Trekking-Luftfeder, lässt sich auch wunderbar aufs individuelle Gewicht einstellen. Ja. Okay, du sagst also, das ist für Normalsterbliche der Unterschied kaum zu merken zwischen einer High-End-Feder und der Ion zum Beispiel. Also wenn ich die ordentlich abgestimmt habe auf das Fahrergewicht, also ich muss ja hier abstimmen. Ich kann jetzt also nicht einfach sagen, ich mache mal irgendwie Luftdruck rein. Genau, also es sollte schon auf das Fahrergewicht bzw. auf das Gesamtgewicht vom Fahrzeug mit Fahrer eingestellt sein. Und für den Normalverbraucher ist die Gabel wirklich schon richtig, richtig gut. Da müsstest du jetzt schon grob ins Gelände fahren, dass du da auch die Unterschiede merkst zu High-End Fox oder dergleichen. Der Vorbau ist einstellbar, das ist auch eine klasse Sache. Den gibt es auch starr hier in dem Fall? Wir können da auch einen starren verbauen. Grundsätzlich kommt der erstmal höhenverstellbar. So, und die Züge laufen auch schön hier drin. Eine ordentliche Bremse, Lucien, ist hier verbaut. Eine Magura, 4 Kolben, vorne und hinten die 4 Kolben? Ja, also vorne haben wir 4 Kolben, Magura, also aus dem Mountainbike-Bereich kennt man ja das Ganze. Und die kommt auf jeden Fall zum Stehen, also mit dem hohen Gewicht vom Rad, beziehungsweise vom Fahrer inklusive dem Rad, ist man da auch, wenn man mit 40, 50 Sachen den Berg runterfährt, kann man gut verzögern. So, eine ordentliche Sattelstütze mit dabei. Die federt auch nochmal, wenn du da mal so nett bist, mir das mal zeigst, wie das geht. Also die mal kurz mal belastest. Das ist sehr komfortabel, zum Beispiel, wenn ich was mache. Ist jetzt eine komfortable Geschichte, wenn du beispielsweise über eine Bordsteinkante fährst oder Kopfsteinpflaster. Da lässt sich auch das Elastomer in der Mitte lässt sich austauschen, also je nach Körpergewicht. Und dann ist das Ganze ein bisschen mehr auf einen selbst abgestimmt. So, und das funktioniert. Okay. Also viele Fragen habe ich. Die Bereifung ist wählbar eigentlich. Ist es eine gute Bereifung auch für die Straße? Ja, ist auch für die Straße geeignet. Ist jetzt natürlich nicht originär für die Straße wie der Moto X, der quasi die Alternative dazu wäre, sondern ist jetzt halt eine Mischbereifung, die sowohl für den Wald als auch für die Straße gut ist. Okay, der Luftdruck, was würdest du empfehlen? Ist tatsächlich individuell. Also ich würde es mit 3 Bar fahren, weil es halt wirklich so für Waldweg und Straße geeignet ist. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn man nur in den Wald fährt. Komfort ist ja das große Thema. Ich kann den Komfort einstellen mittels des Luftdrucks. Und das ist zum Beispiel hinten ganz toll. Wenn ich den mit etwas weniger Luftdruck fahre, dann hat er viel mehr Grip. Auflagefläche im Wald zum Beispiel kann ich auch zum Beispiel im Herbst fahren, dann, wenn es sehr, sehr matschig ist. Also der Johnny Watts ist sowieso im Prinzip, viele werden den Smart Sam kennen. Im Prinzip ist der Johnny Watts eine Weiterentwicklung vom Smart Sam in breit. Und der fährt sich halt
auch mit bisschen mehr Luftdruck ganz gut. Wenn es natürlich im Winter matschig wird, im Herbst, Frühjahr, dann ist es natürlich nicht schlecht, von den 3-4 Bar auf 2 runterzugehen. Weil wie du halt schon sagst, hat er eine super Auflagefläche, die breiter wird und geht halt viel mehr in die Straße oder in den Asphalt, in den Waldboden rein mit den Noppen. So, Luftdruck, es gibt so Pumpen, habe ich jetzt gesehen, Lidl, Aldi, kosten irgendwie 20 € mit Batterieakku und so weiter. Ist das zu empfehlen? Weil ich habe mir schon überlegt, mal so eine zu holen, weil ich habe zurzeit so im Prinzip CO2-Kartuschen habe ich im Moment. Also ich habe da so einen Onkel, ich hoffe, der fühlt sich jetzt nicht hier, aber der hat so ein Fan von günstigen Sachen, aber jedes Mal nach einem Jahr kommt er dann und holt sich dann was Ordentliches. Also sei es ein sehr günstiges E-Bike, was nicht lang gehalten hat, und bei der Pumpe war das genau das Gleiche. Und da gibt es für wenig Geld sogar eine Bosch-Pumpe, die kannst du auch, die funktioniert, ich glaube 50, 60 € und dann kannst du sogar einen Autoreifen mit pumpen. Ne? Das ist so, also die sind sehr leicht, die kann man sich ins Gepäck machen, nichts Schlimmeres. Gibt es natürlich, wenn ich jetzt hier einen Platten habe, kann ich den Reifen wechseln. Wie funktioniert das? Also ich habe jetzt einen Riemen, den Riemen kann ich im Prinzip genauso hinten wegmachen wie eine Kette. Genauso wie der Rahmen konstruiert ist, kannst du das Rad tatsächlich einfach nach unten hinten wegnehmen. Du wirst mit Sicherheit ein bisschen mit dem Mantel kämpfen, weil diese übergroßen Mäntel, die sitzen schon sehr press in der Felge drin. Da brauchst du schon einen ordentlichen Reifenheber, aber dann kannst du den Schlauch wechseln. Also den auf jeden Fall mitnehmen, nicht mit dem Finger probieren, das wird wohl nicht gehen. So eine Pumpe, also ich habe mir schon überlegt, die jetzt anzuschaffen. Ist die gut, die Bosch-Pumpe? Wäre das für dich eine Empfehlung? Ja, kann ich schon empfehlen. Also für mich persönlich, ich mag es tatsächlich nach wie vor noch ein bisschen leichter. Also wenn ich da im Mountainbike fahre, habe ich dann eine kompakte Pumpe dabei. Aber die Bosch E-Bike-Pumpe, gerade wenn man mit Gepäck reist, wunderbar. So, wenn du mir mal kurz erklärst, da hinten ist so ein kleiner Spanner oder was ist das, das Röllchen? Das ist ja ein Führungsröllchen. Brauchst du tatsächlich nichts dran zu machen. Wenn du die Achsmutter öffnest, ist der auch locker und dann kannst du den Riemen aushängen. Wird da irgendwas geführt? Das heißt, wenn ich das jetzt hier rausnehme, da ist ja wahrscheinlich auch ein Seilzug dran, der hinten die Schaltung steuert. Wie ist der rauszumachen? Genau, der ist hier eingehakt. Siehst du hier, Ja. kannst du hier öffnen und dann aushängen. Wobei, wenn du jetzt gerade im Feld reparieren musst du das gar nicht mal unbedingt. Da wirst du wahrscheinlich auch auf die Seite einfach einen Schlauch rausziehen können. Okay, das heißt seitlich Schlauch raus. Okay, ich spreche aus Erfahrung, muss ich sagen. Also wenn du da so einen dicken Reifen hast, machst einen Luftdruck drauf von 2 Bar, fährst dann über den Bordstein, du kennst das selber, und hast, dann geht er auch schon mal kaputt. Aber du sagst, mit ein bisschen Übung, man kann es auch üben bei euch, ihr könnt das den Leuten zeigen, das ist relativ einfach, oder? Ja, es funktioniert schon. Also einfach würde ich nie sagen, gerade weil der Mantel halt schon fest drin sitzt. Manchmal ist ein Pannenspray auch eine gute Lösung, wenn es mal schnell gehen muss. Ja. Pannenspray habe ich uns immer dabei. Eine weiße Milch, die irgendwie kommt, hilft in fast allen Fällen, wenn das Loch nicht zu groß ist. Ja, Riese und Müller. Ja, komm mal zu mir. Wir müssen wieder mal das große Wort über Riese und Müller sprechen. Die Fahrräder kosten ja ein bisschen Geld. Die Leute kaufen die ja freiwillig bei euch, oder sind die jetzt irgendwie, werden die vom Amt geschickt und werden jetzt gezwungen, sich einen Riese Müller zu kaufen? Nee, also da wirst du genauso wenig gezwungen wie beim Kauf vom Mercedes. Da weißt du schon ganz genau, was du tust. Du kaufst halt gute Qualität, langlebige, wertstabile Qualität, und ja, dafür steht halt die Marke. Ne? Ja, viele gehen hin und leasen das. Was hat das für Vorteile? Also Jobrad-Leasing? Ich habe halt zum ersten Mal nicht diese enorme Kapitalbindungskosten, dass ich direkt am Anfang auf einen Schlag das auf den Tisch legen muss. Ich zahle nämlich gar nichts am Anfang. Und der zweite Punkt ist halt, dass ich halt bei einer Finanzierung oder im Leasing einfach die gestückelt halt bezahle, ne? In häppchensweise, in 36 Portionen. Und der dritte Punkt ist halt, dass ich halt eine enorme Ersparnis habe durch die Brutto-Netto-Umwandlung. Und das macht halt schon einiges aus. Bei manchen Leuten sind das 35-40%, die halt viel Steuern bezahlen, Vollzeit sind. Und da hat man halt schon eine enorme Ersparnis, wenn man das Rad dann nach den 3 Jahren übernimmt. Ne? Also es ist nämlich zugelassen, das vom Bruttolohn abzuziehen. Das ist kein Trick, sondern das ist offiziell auch gewünscht von der Bundesregierung, die gesagt hat, sie wollen damit die Elektromobilität fördern. Das Thema E-Bike, Leasing bedeutet, ich lease vom Bruttobetrag. Jetzt haben wir ja alle gehört, die Zinsen sind gestiegen. Ist das E-Bike-Leasing auch ein bisschen gestiegen jetzt von den Kosten? Nee, da sind wir nach wie vor noch sehr günstig unterwegs, beziehungsweise können viel sparen. Wie gesagt, das ist immer eine individuelle Geschichte, wie viel. Also nicht auf einmal von 2% auf 6% oder so. Ich glaube, das System ist auch ein bisschen anders. Also das heißt, die bekommen ja das vom Bruttolohn mit drin. Der Arbeitgeber haftet ja dafür. Man muss einen Rahmenvertrag, glaube ich, machen mit dem Arbeitgeber.
Der kostet nichts. Nee, der kostet nichts. Da muss einer sich aus der Personalabteilung oder der Chef halt mal kurz sich hinsetzen, macht das mal und dann hat er dann ein System, wo er seinen Mitarbeiter ziemlich glücklich machen kann, weil es sind viele Leute, die das dankend annehmen. Ja, ihr habt da, wenn einer das in der Firma gemacht hat, oft kommen viele hinterher. Da gibt es auch ein Limit, das heißt, derjenige schickt mich, glaube ich, dann hierher, kann sagen, das Limit ist XY, das ist eingetragen, zu welchem Preis ich mir eins aussuchen darf, oder? Ja, genau. Es gibt manche, die haben ein Limit, das liegt bei 4.000, 5.000. Es gibt manche, die haben gar kein Limit oder erst bei 10.000. Und dann können die sich das halt aussuchen. Wir rechnen ihnen das halt so ein bisschen vor, was das für eine Belastung im Monat halt ist. Und je nachdem, ob der Kunde halt dann sich sagt, ich will maximal 100 Euro im Monat ausgeben oder 50 Euro, sucht er sich das Rad dann halt aus, nach Geschmack halt, Farbe, Ausstattung und halt Modell. Ne? Also wesentliches Thema, ihr macht das ja nicht nur mit einer Firma, sondern mit vielen. Die kommen hierher, es gibt Rahmenverträge. Zum Beispiel 1, 2 große Firmen, die oft bei euch kaufen, darf man darüber reden? Also mit denen das abgestimmt ist? Oder? Also ich würde jetzt tatsächlich keine Arbeitgeber nennen wollen, sondern vielleicht eher die Leasinganbieter und da sind es halt die großen, die wir halt hauptsächlich haben. Jobrad, Business Bike, Bike Leasing, wie sie alle heißen. Also geht zum Arbeitgeber, sprecht mit dem. Wenn ihr selber selbstständig seid, da ist es noch viel einfacher. Also da kann man das nämlich einfach als Firmenrat absetzen, kann es von der Steuer abziehen. Es ist nämlich genauso absetzbar wie jedes andere Auto auch. Es ist nämlich auch ein Fahrzeug. Und da gilt dann, glaube ich, die 1%-Regelung oder 0,5 dann in dem Fall. Ja, also wir haben halt, das müsste doch, du hast eben gesagt, 1%-Regel, oder? Genau, es gibt die 1%-Regelung, Elektro, Bikes und so weiter, die sind, glaube ich, 0,5. Das kriegen wir raus. Also wir werden das mal reinschreiben. Also ich habe ja selber, zum Beispiel, wenn du selbstständig bist, kaufst dir einfach das Fahrrad, setzt es von der Steuer ab. Das geht ja auch und dann wird es abgeschrieben. Nicht 0,25% sein. Das könnte auch 0,25, weil ja. es komplett rein elektrisch ist. Ne? Absolut. Also 0,25, also nehmen wir mal hier den Betrag, 7.000 Euro durch 4, du warst ja gut in der Schule, sind 1.500. Ja, nee, 17,50, oder? 17,50 Euro Versteuerung im Monat, überleg mal. Nee, du hast gesagt durch 4, ja. Ja, genau. Also bei 0,25, wenn das dann stimmt. Cool. Also die meisten machen ja Jobrad Leasing, das ist ein bisschen anders. Da bin ich jetzt zum Beispiel Arbeitnehmer bei einer Firma und kriegst vom Bruttolohn abgezogen. Wirklich von der Abrechnung steht das vom Bruttolohn. Das heißt, ich brauche das nicht zu versteuern. Genau, also das ist halt das große Angebot, das der Staat momentan noch an uns macht, dass wir da einen riesen Steuervorteil haben. Und wenn du dann halt eine Bruttobelastung von 140 hast und dann irgendwo bei netto 90 landest, ist natürlich eine feine Sache. Also ich zahle effektiv 90 Euro dann vielleicht für ein Rad, wo ich 140 Euro einzahle. Genau. Also bei den Arbeitgebern muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt nicht so das Problem. Also wir haben zum Beispiel jetzt momentan einen großen Arbeitgeber des Westpfalz-Klinikum, die kommen jetzt alle zu uns, die haben das neu bekommen das und auch diverse Supermärkte, wie man das halt so, wie man die Ich so muss kennt. das ja nicht in der Firma benutzen als Firmenfahrrad. Das ist mein privates. Ob ich das überhaupt in die Firma mitnehme, das spielt gar keine Rolle. Nee, also ich habe da freie Verfügung. Ich kann auch das meinem Partner geben oder irgendwem aus der Familie und ich fahre halt damit dann entweder zur Arbeit oder ich fahre es halt einfach nur rein privat. Das ist absolut möglich. Das ist im Prinzip Spielt keine Rolle. Nee, spielt keine Rolle. Es ist momentan eine sehr attraktive Sache, die vom Staat stark subventioniert wird. Ne? Das heißt, ich zahle nicht direkt den vollen Kaufpreis, kann es praktisch absetzen vom Bruttolohn. Das ist, als wäre ich jetzt der große Unternehmer. Je nachdem, wie viel ich Steuern zahle, lohnt sich das. Kann aber auch sein, ich zahle gar keine Steuern, dann lohnt es sich nicht, oder? Nee, da hast du dann natürlich keine Steuerersparnis. Der Vorteil ist natürlich, ich muss es nicht direkt auf den Tisch legen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Drehe ich mal um. Zeigen wir es mal gerade. Wir sind in Kaiserslautern, Konrad bei Green Bikes. Und wenn ihr das googelt, dann kommt ihr auf ein Unternehmen, das es schon sehr lange gibt. Ihr seid Riese und Müller Erlebnisstore. Was heißt das? Ja, also wir haben erstmal Riese Müller, seit es Riese Müller gibt, seit 30 Jahren und auch viele andere Marken natürlich, aber Riese Müller Erlebnisstore heißt einfach, wir haben halt oben das Schild, halt, dass es halt erstmal darauf hinweist, dass wir... Ja, und ihr habt unglaublich viele Fahrräder vorrätig. Genau, wir haben alles an Riese Müller Modelle, wirklich jedes Modell, in jeder Größe auch fast und in allen Farben. Und das ist halt gar nicht mal so wenig, weil Riese Müller hat halt sehr viele Merkmalsausprägungen in Konfigurationsarten. Fullies, Hardtails, alles. Genau, Tiefeinsteiger. Tiefeinsteiger. Du kannst auch das Charger zum Beispiel, darüber drehen wir vielleicht heute auch noch ein Video, kannst du als GT-Version, nicht GT-Version, das heißt in der normalen Straßenversion halt die auch holen und das haben wir halt alles. Und dann sind mit dem Display, mit stolligen Reifen, glatten Reifen zum Beispiel hier ohne Dropper-Post, ne, mit absinkbarer Sattelstütze und Kroppenreifen und
Ja, nicht nur das. Ihr habt auch entsprechend die Lastenräder da. Ja. Die habe ich schon gesehen. Wir haben aber heute eins gefilmt. Das hier ist auch ein Lastenrad. Gibt es eigentlich noch die Förderung für die Lastenräder? Weißt du das? Ja, leider nur nicht in Rheinland-Pfalz. Das gibt es in vielen anderen Bundesländern, aber ich glaube, es soll bei uns jetzt auch was langsam kommen. Aber es können natürlich auch andere Leute aus einem anderen Bundesland, die so eine Förderung haben, kommen. Das ist übrigens kein Lastenrad, das ist das Super Delight. Das ist Super Delight. Das Gefederte quasi zum Supercharger. Okay, das ist aber ein Lastenrad hier, ne? Das ist ein Lastenrad, genau. Von Riesen und Müller. Ja, also wenn ihr wollt, kommt nach Kaiserslautern. In welche Straße? Die Glockenstraße 4. Das ist direkt so eine breite Nebenstraße von der Hauptfußgängerzone. Ja, danke. Vielen Dank fürs Einschalten. Konrad, Green Bikes in Kaiserslautern, 31. Januar 2023. Tschüss. Ciao.